Kapitel 1 – Ein ganz normales Haus. Es gibt eine Straße in England. Die Straße heißt Ligusterweg. Im Haus Nummer 4 wohnt Familie Dursley. Herr Dursley ist ein großer Mann. Er arbeitet in einer Firma. Frau Dursley ist schlank und hat blonde Haare. Sie sieht alles und spricht viel. Sie haben einen Sohn. Er heißt Dudley. Dudley ist klein und dick. Die Dursleys sind eine ganz normale Familie. Sie mögen keine Geheimnisse. Sie finden alles Komische schlecht. Aber es gibt ein großes Geheimnis. Die Schwester von Frau Dursley heißt Lily Potter. Frau Dursley mag ihre Schwester nicht. Sie sagt, Lily und ihr Mann sind verrückt. Herr und Frau Dursley wollen nichts von den Potters hören. Die Potters haben auch einen Sohn. Er heißt Harry Potter. Er ist noch ein Baby. Dudley und Harry kennen sich nicht. Es ist Dienstag. Der Tag ist grau und kalt. Herr Dursley geht zur Arbeit. Er sieht eine Katze an der Ecke. Die Katze liest eine Landkarte. Herr Dursley schließt die Augen. Er sieht noch einmal hin. Nun ist die Landkarte weg. Die Katze sitzt nur da. Herr Dursley denkt, das ist unmöglich. Ich bin müde. Er fährt mit dem Auto in die Stadt. Er arbeitet den ganzen Tag in seinem Büro. Er denkt nicht mehr an die Katze. Am Abend fährt Herr Dursley nach Hause. Er sieht die Katze wieder. Sie sitzt vor seinem Haus. Sie bewegt sich nicht. Herr Dursley geht ins Haus. Er sagt nichts zu seiner Frau. In der Nacht ist es sehr dunkel und leise. Ein Mann kommt in den Ligusterweg. Er ist alt und sehr groß. Er hat lange weiße Haare und einen langen Bart. Sein Name ist Albus Dumbledore. Er trägt eine lange Brille und einen blauen Mantel. Er ist ein Zauberer. Dumbledore nimmt ein kleines Ding aus der Tasche. Es sieht aus wie ein Feuerzeug. Er klickt damit. Die Straßenlampen gehen aus. Jetzt ist die Straße komplett dunkel. Die Katze geht zu Dumbledore. Plötzlich ist die Katze eine Frau. Sie heißt Professor McGonagall. Sie ist auch eine Hexe. Sie sagt, Guten Abend, Albus. Ist es wahr? Sind James und Lily Potter tot? Dumbledore nickt traurig. Er sagt, ja, es ist wahr. Der böse Zauberer Voldemort hat sie getötet. Aber ihr Sohn lebt. Harry Potter hat überlebt. Professor McGonagall fragt, wo ist das Baby? Dumbledore antwortet, Hagrid bringt ihn hierher. Er soll bei seiner Tante und seinem Onkel leben. Die Dursleys sind seine einzige Familie. Ein lautes Geräusch kommt vom Himmel. Ein riesiges Motorrad fliegt aus den Wolken. Es landet auf der Straße. Der Fahrer ist ein sehr, sehr großer Mann. Er heißt Hagrid. Er hat wilde Haare und einen großen Bart. In seinen Armen hält er ein kleines Paket. Es ist das Baby. Es ist Harry Potter. Harry schläft tief und fest. Er hat eine kleine Wunde auf der Stirn.
Die Wunde sieht aus wie ein Blitz. Dumbledore nimmt das Baby vorsichtig. Die drei gehen zur Haustür von Nummer 4. Dumbledore legt Harry auf den Boden vor die Tür. Er legt auch einen Brief dazu. In dem Brief steht die ganze Geschichte für die Dursleys. Die drei Freunde sind sehr traurig. Sie sagen leise Tschüss. Hagrid weint ein bisschen. Dumbledore klickt wieder mit seinem Feuerzeug und die Straßenlampen leuchten wieder. Er schaut auf das Haus und sagt, viel Glück, Harry. Dann gehen sie weg. Am nächsten Morgen öffnet Frau Dursley die Tür. Sie will die Milch holen. Sie sieht das Baby und schreit laut. Harry Potter wacht langsam auf. Er weiß nicht, dass er ein besonderer Junge ist. Er weiß nicht, dass er ein Zauberer ist. Für ihn beginnt jetzt ein ganz neues Leben. Kapitel 2 – Der Junge im Schrank. 10 Jahre vergehen. Das Haus im Ligusterweg Nummer 4 sieht noch immer gleich aus. Aber die Babys sind jetzt große Jungen. Dudley Dursley ist sehr dick und hat viele Spielzeuge. Harry Potter ist klein und dünn. Er hat grüne Augen, eine runde Brille und schwarze Haare. Seine Haare wachsen sehr schnell. Und auf seiner Stirn ist immer noch die Wunde. Sie sieht aus wie ein Blitz. Harry hat kein schönes Zimmer. Er schläft in einem kleinen Schrank. Der Schrank ist unter der Treppe. Es ist dort dunkel und es gibt viele Spinnen. Harry mag die Spinnen nicht, aber er hat keine Wahl. Es ist Samstagmorgen. Heute ist ein besonderer Tag. Es ist Dudleys Geburtstag. Frau Dursley kommt an die Tür vom Schrank. Sie klopft laut. Sie ruft, aufstehen. Mach das Frühstück. Beeil dich. Harry seufzt. Er zieht seine alte Kleidung an. Die Kleidung gehört eigentlich Dudley. Sie ist viel zu groß für Harry. Harry geht in die Küche. Der Tisch ist voll mit Geschenken. Dudley zählt die Geschenke. Er sieht unglücklich aus. Er schreit, das sind nur 36 Geschenke. Letztes Jahr hatte ich 37. Frau Dursley sagt schnell, oh, mein Schatz. Wir kaufen heute noch 2 Geschenke in der Stadt. Dann ist Dudley wieder froh. Heute will die Familie in den Zoo fahren. Eigentlich muss Harry bei einer Nachbarin bleiben. Aber die Nachbarin hat keine Zeit. Deshalb muss Harry mitkommen. Onkel Vernon sagt zu Harry, hör gut zu, Junge. Mach keine komischen Sachen im Zoo. Sonst bleibst du für eine Woche im Schrank. Harry nickt. Er möchte keinen Ärger haben. Die Fahrt im Auto ist lang. Im Zoo ist es sehr schön. Die Sonne scheint und es gibt viele Tiere. Dudley bekommt ein großes Eis. Harry bekommt nur ein kleines, billiges Eis. Aber er ist trotzdem glücklich. Er ist endlich außerhalb des Schranks. Nach dem Mittagessen gehen sie in das Reptilienhaus. Es ist dort kühl und dunkel. Hinter großen Glasscheiben liegen viele Schlangen. Dudley sucht die größte Schlange. Er findet eine riesige Boa Constrictor. Die Schlange schläft. Dudley klopft an das Glas. Beweg dich, ruft er.
Aber die Schlange bewegt sich nicht. Dudley verliert die Lust und geht weg. Harry bleibt allein vor dem Glas stehen. Er schaut die Schlange traurig an. Er sagt leise, das muss langweilig sein. Jeden Tag kommen Menschen und klopfen an das Glas. Plötzlich öffnet die Schlange ihre Augen. Sie schaut Harry direkt an. Dann bewegt sie langsam ihren Kopf. Es sieht aus wie ein Nicken. Harry ist überrascht. Er fragt, verstehst du mich? Die Schlange nickt wieder. Harry sagt, ich war noch nie im Ausland. Ich lebe auch in einem kleinen Raum. Die Schlange zeigt mit dem Kopf auf ein Schild. Auf dem Schild steht, diese Schlange kommt aus Brasilien. Sie ist im Zoo geboren. Harry sagt, oh, ich verstehe. Du kennst deine Heimat gar nicht. Dudley sieht, dass die Schlange sich bewegt. Er läuft schnell zu Harry. Er stößt Harry hart zur Seite. Harry fällt auf den harten Boden. Dudley drückt sein Gesicht an die Glasscheibe. In diesem Moment passiert etwas Komisches. Das Glas vor der Schlange ist plötzlich weg. Die Schlange rutscht schnell aus dem Käfig. Sie kriecht über den Boden. Die Menschen im Reptilienhaus schreien laut und laufen weg. Die Schlange gleitet an Harry vorbei. Harry hört eine leise Stimme in seinem Kopf, danke, amigo. Ich fliege jetzt nach Brasilien. Das Glas ist plötzlich wieder da. Aber die Schlange ist weg. Dudley und Onkel Vernon sind sehr blass vor Angst. Sie fahren sofort nach Hause. Onkel Vernon ist wütend auf Harry. Er glaubt, dass Harry schuld ist. Er schreit, ab in den Schrank. Kein Essen für dich. Harry liegt im dunklen Schrank. Er hat Hunger. Er versteht die Welt nicht mehr. Warum passieren immer diese merkwürdigen Dinge mit ihm? Kapitel 3 – Die Briefe von niemandem. Der Sommer beginnt. Harry muss nicht mehr im Schrank schlafen. Die Dursleys haben Angst vor ihm wegen der Schlange im Zoo. Harry bekommt jetzt das zweite Zimmer von Dudley. Das Zimmer ist klein, aber besser als der Schrank. Dudley ist sehr wütend darüber. Eines Tages im Juli gehen alle in die Küche. Onkel Vernon sitzt am Tisch und liest die Zeitung. Plötzlich hört man ein Geräusch an der Tür. Die Post ist da. Onkel Vernon sagt zu Dudley, hol die Post, Dudley. Dudley sagt, Harry soll die Post holen. Onkel Vernon sagt, Harry, hol die Post. Harry geht in den Flur. Auf dem Boden liegen 3 Briefe. Der erste Brief ist eine Rechnung. Der zweite Brief ist eine Postkarte von Tante Marge. Aber der dritte Brief ist ganz anders. Es ist ein schwerer Brief aus teurem Papier. Die Schrift ist mit grüner Tinte geschrieben. Auf der Vorderseite steht: An Herrn H. Potter, das kleinste Schlafzimmer, Ligusterweg 4, Little Whinging. Harry hat noch nie einen Brief bekommen. Wer schreibt ihm? Er geht zurück in die Küche und gibt Onkel Vernon die Post. Harry behält seinen Brief in der Hand. Er will den Brief öffnen. Onkel Vernon sieht den Brief. Sein Gesicht wird plötzlich ganz weiß. Er schaut Tante Petunia an.
Sie sieht auch sehr erschrocken aus. Vernon, ruft sie leise. Ein Brief für Harry. Woher wissen Sie, wo er schläft? Harry fragt, ist das mein Brief? Kann ich ihn bitte haben? Onkel Vernon antwortet nicht. Er sagt nur, geh in dein Zimmer, Harry. Sofort. Er gibt Harry den Brief nicht. Harry muss in sein Zimmer gehen. Er ist sehr traurig und neugierig. Am nächsten Morgen kommt wieder Post. Es ist wieder ein Brief für Harry mit grüner Tinte. Onkel Vernon verbrennt den Brief sofort im Feuer. Er sagt, das ist nur ein Fehler. Niemand schreibt dir. Aber am Freitag kommen 3 Briefe. Am Samstag kommen 12 Briefe. Die Briefe kommen durch das Fenster, unter der Tür durch und sogar durch das kleine Fenster im Badezimmer. Onkel Vernon wird verrückt vor Angst. Er nagelt alle Fenster und Türen mit Holz zu. Niemand kann jetzt das Haus verlassen und keine Post kann reinkommen. Am Sonntag ist Onkel Vernon glücklich. Er sagt beim Frühstück, sonntags gibt es keine Post. Heute haben wir Ruhe. In diesem Moment passiert etwas Unglaubliches. Ein lautes Geräusch kommt aus dem Kamin in der Küche. Plötzlich fliegen 30, 40, 50 Briefe aus dem Kamin. Sie fliegen wie Vögel durch den Raum. Die Dursleys schreien vor Angst. Harry versucht, einen Brief aus der Luft zu fangen. Aber Onkel Vernon packt Harry am Arm. Wir gehen weg, schreit Onkel Vernon. Wir packen unsere Sachen. Wir fahren weit weg von hier. Die Familie packt schnell ein paar Kleider. Sie steigen ins Auto und fahren los. Sie fahren den ganzen Tag. Sie halten nicht an. Onkel Vernon sucht einen Ort, den niemand kennt. Am Abend kommen sie an das Meer. Es ist stürmisch und regnet stark. Am Ufer steht ein kleiner Mann mit einem alten Boot. Onkel Vernon mietet das Boot. Sie fahren mit dem Boot zu einer kleinen Insel im Meer. Auf der Insel steht eine alte, kalte Hütte aus Stein. Es gibt dort keinen Strom, kein Telefon und kein warmes Wasser. Es ist fast Mitternacht. Der Sturm draußen ist sehr laut. Der Wind bläst stark gegen die Hütte. Harry liegt auf dem harten, kalten Boden. Er hat nur eine dünne Decke. Dudley schläft auf dem Sofa. Harry kann nicht schlafen. Er schaut auf Dudleys Uhr. Die Uhr leuchtet im Dunkeln. In 5 Minuten hat Harry Geburtstag. Er wird 11 Jahre alt. Jedes Jahr vergessen die Dursleys seinen Geburtstag. Harry denkt, wo sind die Briefe jetzt? Bestimmt findet mich hier niemand. Die Uhr zeigt Punkt Mitternacht. Es ist Harrys Geburtstag. Plötzlich gibt es ein riesiges Geräusch an der Tür der Hütte. Bumm! Die ganze Hütte wackelt. Harry setzt sich schnell auf. Jemand klopft draußen an die Tür. Wer kann das mitten in der Nacht im Sturm sein? Kapitel 4 – Der Hüter der Schlüssel. Bumm! Jemand klopft noch einmal an die Tür. Die Tür fällt mit einem lauten Knall um und liegt auf dem Boden. Ein riesiger Mann steht im Eingang. Er ist so groß,
dass sein Kopf fast die Decke berührt. Er hat lange, wilde Haare und einen großen, schwarzen Bart. Seine Augen leuchten wie zwei Käfer. Der Riese kommt in die Hütte. Er schaut die Dursleys an. Onkel Vernon hat ein Gewehr in der Hand. Er zittert vor Angst, aber er ruft, gehen Sie weg. Sie haben hier kein Recht. Der Riese lacht nur laut. Er geht zu Onkel Vernon, nimmt das Gewehr aus seiner Hand und biegt es wie ein Stück Gummi. Er wirft das Gewehr in die Ecke. Dann dreht sich der Riese zu Dudley um. »Bist du Harry?« fragt er. Dudley schüttelt den Kopf. Er hat große Angst. Harry kommt langsam aus seiner Ecke. »Nein, ich bin Harry«, sagt er leise. Der Riese lächelt. Er sagt, »Natürlich bist du Harry. Du siehst genau aus wie dein Vater. Aber du hast die Augen deiner Mutter.« Der Riese setzt sich auf das Sofa. Er nimmt ein Paket aus seiner großen Jacke. Er gibt das Paket Harry. »Alles Gute zum Geburtstag, Harry. Ich habe einen Kuchen für dich gebacken. Er ist vielleicht ein bisschen platt, aber er schmeckt gut.« Harry öffnet das Paket. Darin ist ein großer, süßer Schokoladenkuchen. Auf dem Kuchen steht mit grüner Schrift, »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Harry.« Harry schaut den Riesen an. »Wer sind Sie?« fragt er. Der Riese antwortet, »Ich bin Rubeus Hagrid. Ich bin der Hüter der Schlüssel und Ländereien von Hogwarts.« Er wärmt sich am Kamin. Er macht mit einem kleinen, rosa Regenschirm ein echtes Feuer im Kamin. Jetzt ist es warm in der Hütte. Harry ist verwirrt. »Was ist Hogwarts?« fragt er. Hagrid schaut schockiert aus. Er schaut Onkel Vernon und Tante Petunia wütend an. »Ihr habt es ihm nie gesagt«, schreit Hagrid. »Er weiß gar nichts über seine Eltern? Er weiß nicht, wer er ist?« Harry sagt leise, »Ich weiß nichts.« Hagrid atmet tief ein. Er schaut Harry an und sagt, »Harry, du bist ein Zauberer. Du bist ein sehr berühmter Zauberer. Und du gehst bald auf die Schule für Zauberei. Die Schule heißt Hogwarts.« Harry kann es nicht glauben. »Ich? Ein Zauberer? Das ist unmöglich. Ich bin nur Harry. Ich wohne im Schrank.« Hagrid lacht. Er nimmt einen Brief aus der Tasche. Es ist derselbe Brief mit der grünen Tinte. Harry öffnet den Brief und liest. »Sehr geehrter Herr Potter, wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass Sie einen Platz an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei haben.« Onkel Vernon ruft laut, er wird nicht gehen. »Wir bezahlen nicht für eine Schule für Verrückte.« Hagrid wird sehr wütend. Ein großer Zauberer wie Albus Dumbledore will Harry aufnehmen, und ein kleiner Mensch wie du will ihn stoppen, ruft Hagrid. Dudley isst heimlich von Harrys Geburtstagskuchen. Hagrid sieht das. Er nimmt seinen rosa Regenschirm und zeigt auf Dudleys Hose. Es gibt einen Blitz und ein lautes Geräusch. Plötzlich hat Dudley einen kleinen, geringelten Schweineschwanz. Dudley schreit vor Angst und läuft zu seiner Mutter. Hagrid schaut auf die Uhr. »Es ist schon spät«, sagt er zu Harry.
Morgen müssen wir in die Stadt fahren. Wir müssen deine Schulsachen kaufen. Kommst du mit mir, Harry? Harry schaut die Dursleys an. Sie haben Angst und sagen kein Wort. Dann schaut er Hagrid an. Er lächelt das erste Mal seit langer Zeit. Ja, sagt Harry. Ich komme mit. Kapitel 5 In der Winkelgasse. Harry wacht am nächsten Morgen früh auf. Die Sonne scheint durch das Fenster der alten Hütte. Zuerst denkt Harry, das war alles nur ein schöner Traum. Der Riese, die Zauberei, der Brief, das stimmt alles nicht. Aber dann sieht er Hagrid. Der Riese schläft auf dem Sofa und schnarcht sehr laut. An der Wand steht das verbogene Gewehr von Onkel Vernon. Es ist kein Traum. Harry ist wirklich ein Zauberer. Hagrid öffnet die Augen. Er lächelt. Guten Morgen, Harry. Wir müssen jetzt los. Wir fahren nach London. Harry schaut auf seine alte Kleidung. Hagrid, ich habe kein Geld. Schulsachen kosten bestimmt viel Geld. Meine Tante und mein Onkel geben mir keins. Hagrid winkt ab. Mach dir keine Sorgen, Harry. Deine Eltern waren reich. Ihr Geld liegt in einem sicheren Haus. Das Haus heißt Gringotts. Das ist die Bank für Zauberer. Sie verlassen die kleine Insel mit dem Boot und fahren mit dem Zug nach London. Im Zug schauen alle Menschen Hagrid an. Er ist einfach zu groß und trägt einen sehr merkwürdigen Mantel. In London gehen sie durch eine kleine, belebte Straße. Harry sieht viele normale Geschäfte, Buchläden, Kleidergeschäfte und Restaurants. Niemand hier sieht aus wie ein Zauberer. Plötzlich bleibt Hagrid vor einer kleinen, schmutzigen Kneipe stehen. Auf dem Schild steht, der tropfende Kessel. Hier ist es, sagt Hagrid. Die Menschen in der Kneipe sind sehr leise. Sie tragen lange Hüte und rauchen Pfeifen. Als sie Hagrid sehen, grüßen alle nett. Aber dann sehen sie Harry. Ein Mann mit einem großen Hut kommt sofort zu ihm. Er zittert vor Aufregung. Herr Potter! Was für eine Ehre, sagt er und gibt Harry die Hand. Alle Menschen in der Kneipe wollen Harry die Hand geben. Ein junger Mann mit einem nervösen Gesicht kommt auch zu ihnen. Er trägt einen violetten Turban. Das ist Professor Quirrell, sagt Hagrid. Er ist ein Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts. Der Professor stottert stark vor Angst. Hagrid und Harry gehen durch die Kneipe in einen kleinen Hinterhof. Hier gibt es nur eine Mülltonne und eine alte Mauer aus Backsteinen. Hagrid nimmt seinen rosa Regenschirm. Er zählt 3 Steine nach oben und 2 Steine nach rechts. Er klopft 3-mal mit dem Schirm gegen die Mauer. In diesem Moment bewegt sich ein Stein. Dann öffnet sich ein kleines Loch in der Wand. Das Loch wird größer und größer. Nach ein paar Sekunden steht da ein großes, wunderschönes Tor. Hinter dem Tor liegt eine lange Straße mit vielen bunten Geschäften. Willkommen in der Winkelgasse, Harry, sagt Hagrid stolz. Harry macht große Augen. Auf der Straße kaufen Hexen und Zauberer ein. Vor einem Laden steht eine Gruppe von Kindern. Sie schauen sich einen neuen,
fliegenden Besen an. Ein Schild sagt, der neue Rennbesen Nimbus 2000. In einem anderen Geschäft gibt es Eulen, Katzen und Kröten zu kaufen. Überall riecht es nach Parfüm und Kräutern. Zuerst gehen wir zur Bank, sagt Hagrid. Sie laufen zu einem großen, weißen Gebäude am Ende der Straße. Das ist Gringotts. Vor den großen Türen steht ein kleiner Mann mit langen Fingern und einem klugen Gesicht. Das ist ein Goblin, flüstert Hagrid. Goblins leiten die Bank. Sie passen sehr gut auf das Geld auf. Sie gehen in die große Halle der Bank. Harry ist aufgeregt. Was wird er in seinem Verlies finden? Kapitel 6 – Das Verlies und die Zauberstäbe. Harry und Hagrid gehen zu einem großen Tisch in der Bank. Dort sitzt ein alter Goblin. Hagrid sagt, »Guten Tag. Wir möchten zu dem Verlies von Herrn Harry Potter.« Der Goblin fragt, »Haben Sie den Schlüssel, Herr?« Hagrid sucht in seinen vielen Taschen. Er findet eine alte Münze, etwas Vogelfutter und endlich einen kleinen, goldenen Schlüssel. Er gibt den Schlüssel dem Goblin. Hagrid nimmt noch einen zweiten Brief aus der Tasche. Er flüstert leise, »Ich habe auch einen Brief von Professor Dumbledore. Es geht um das Geheimnis im Verlies Nummer 713. Der Goblin liest den Brief genau. Er nickt. Gut. Ein anderer Goblin bringt sie nach unten. Sein Name ist Griphook. Griphook führt Harry und Hagrid zu einer kleinen Eisenbahn. Sie steigen ein. Die Bahn fährt los. Sie fährt unglaublich schnell durch dunkle, kalte Tunnel. Es geht nach links, nach rechts, nach oben und nach unten. Harry findet die Fahrt toll, aber Hagrid wird ein bisschen schlecht. Die Bahn hält endlich. Sie stehen vor einer kleinen Tür aus Eisen. Griphook öffnet die Tür mit Harrys Schlüssel. Im Verlies liegt eine riesige Überraschung für Harry. Es gibt dort Berge von Goldmünzen, Silbermünzen und Kupfermünzen. Harry hat noch nie so viel Geld gesehen. Das gehört alles dir, Harry, sagt Hagrid lächelnd. Sie packen ein paar Goldmünzen in eine Tasche für die Schulsachen. Danach fahren sie noch tiefer unter die Erde zum Verlies Nummer 713. Dieses Verlies hat kein Schlüsselloch. Griphook streicht mit seinem langen Finger über das Holz der Tür. Die Tür öffnet sich von alleine. Harry schaut hinein. Das Verlies ist fast leer. Es gibt dort kein Gold. Auf dem Boden liegt nur ein kleines, braunes Paket. Hagrid nimmt das Paket schnell und steckt es in seinen Mantel. »Frag nicht, Harry«, sagt er leise. »Das ist ein Geheimnis für Hogwarts.« Sie verlassen die Bank und gehen wieder in die sonnige Winkelgasse. Jetzt kaufen sie Harrys Schulsachen. Zuerst kaufen sie eine große Schuluniform. In dem Kleiderladen trifft Harry einen anderen Jungen mit blassen Haaren. Der Junge spricht viel über teure Besen und reiche Familien. Harry mag den Jungen nicht besonders. Danach gehen sie in einen Buchladen und kaufen schwere Zauberbücher. Zum Geburtstag kauft Hagrid Harry ein wunderschönes Geschenk, eine große, weiße Eule. Harry liebt sie sofort. Er nennt sie Hedwig.
Am Ende fehlt nur noch eine Sache, der Zauberstab. Sie gehen in das kleinste und älteste Geschäft der Straße. Über der Tür steht mit goldenen Buchstaben, Ollivander, Macher feiner Zauberstäbe seit 382 vor Christus. Im Laden ist es sehr leise. Ein alter Mann mit großen, hellen Augen kommt hinter einem Regal hervor. »Guten Tag, Herr Potter«, sagt Herr Ollivander leise. »Ich habe Ihre Eltern gut gekannt. Ihre Mutter hatte einen sehr eleganten Zauberstab. Ihr Vater mochte einen kraftvollen Stab.« Herr Ollivander nimmt ein langes Band und misst Harrys Arme und Beine. Dann nimmt er eine Schachtel aus dem Regal. »Probieren Sie diesen hier. Holz aus Ebenholz und eine Feder von einem Phönix im Inneren. Nehmen Sie ihn und schwingen Sie ihn.« Harry nimmt den Stab und winkt damit. Aber Herr Ollivander nimmt ihn sofort wieder weg. Nein, nicht der richtige. Er gibt Harry einen zweiten Stab, dann einen dritten, einen vierten. Harry probiert 20 Zauberstäbe aus. Jedes Mal fliegt Tinte durch den Raum oder eine Lampe geht kaputt. Harry wird nervös. Herr Ollivander lächelt. Ein schwieriger Kunde. Aber keine Sorge, jeder Zauberer findet seinen Stab. Der Zauberstab wählt den Zauberer, Herr Potter. Er holt eine letzte, staubige Schachtel. Das ist eine merkwürdige Kombination. Stechpalmenholz und eine Feder von einem Phönix. Probieren Sie. Harry nimmt den Zauberstab in die Hand. Plötzlich spürt er eine große Wärme in seinen Fingern. Er schwingt den Stab durch die Luft. Ein wunderschönes Licht aus roten und goldenen Funken kommt aus der Spitze. Es ist wie ein kleines Feuerwerk. Herr Ollivander schaut Harry mit großen Augen an. »Erstaunlich«, flüstert er. »Sehr erstaunlich.« Harry fragt, »Warum erstaunlich?« Herr Ollivander sagt leise, »Der Phönix, der die Feder für diesen Stab gegeben hat, hat nur noch eine einzige andere Feder gegeben. Und der Zauberer mit dem anderen Stab hat ihnen diese Wunde auf der Stirn gemacht. Ja, der böse Zauberer Voldemort hatte den Bruder von ihrem Zauberstab.« Harry bekommt ein bisschen Angst. Er bezahlt den Stab und geht mit Hagrid nach draußen. Der Tag in der Winkelgasse ist zu Ende. Harry hat seine Bücher, seine Kleidung, seine Eule Hedwig und seinen Zauberstab. Er ist bereit für die Schule. Kapitel 7 – Das Gleis 9 3/4. Der August geht schnell vorbei. Harry wohnt in dieser Zeit wieder bei den Dursleys. Sie sprechen nicht mit ihm, und das ist gut so. Harry liest jeden Tag in seinen neuen Zauberbüchern. Seine Eule Hedwig sitzt in ihrem Käfig und schaut ihm zu. Endlich ist es der 1. September. Heute beginnt die Schule. Onkel Vernon fährt Harry zum Bahnhof King's Cross in London. Er lacht böse und sagt, »Hier ist dein Bahnhof, Junge. Viel Spaß beim Suchen.« Dann fährt er mit Tante Petunia und Dudley schnell weg. Sie lassen Harry allein auf der Straße stehen. Harry schaut auf seine Fahrkarte. Darauf steht Hogwarts Express. Gleis 9 3/4. Abfahrt 11 Uhr. Harry geht in den Bahnhof. Er sieht Gleis 9 und er sieht Gleis 10.
Aber es gibt kein Gleis 9¾ Er fragt einen Bahnbeamten nach dem Weg. Der Mann schaut Harrys große Eule an und wird wütend. Machst du Witze mit mir, Junge? Es gibt kein Gleis 9¾ Geh nach Hause. Harry wird nervös. Es ist schon 11:15. Wo ist der Zug nach Hogwarts? Plötzlich hört er ein paar Worte hinter sich. Eine Frau mit roten Haaren läuft an ihm vorbei. Sie hat 4 Söhne und eine kleine Tochter. Alle haben rote Haare. Die Frau sagt zu ihren Kindern, überall sind normale Menschen, flink durchgehen. Harry läuft schnell hinter der Familie her. Sie halten zwischen Gleis 9 und Gleis 10 an. Ein großer Junge mit roten Haaren nimmt seinen Gepäckwagen. Er läuft direkt auf die feste Steinmauer zwischen den beiden Gleisen zu. Harry schließt vor Angst die Augen. Der Junge wird gegen die Wand knallen. Aber es gibt keinen Knall. Harry öffnet die Augen. Der Junge ist spurlos verschwunden. Er ist einfach durch die Wand gegangen. Harry nimmt seinen ganzen Mut zusammen. Er geht zu der Frau mit den roten Haaren. Entschuldigung, sagt er leise. Können Sie mir helfen? Ich weiß nicht, wie ich zum Gleis komme. Die Frau lächelt sehr nett. Hallo, mein Lieber. Bist du das erste Mal hier? Keine Sorge. Mein Sohn Ron geht dieses Jahr auch zum ersten Mal nach Hogwarts. Sie zeigt auf die Steinmauer. Du musst nur direkt auf die Wand zwischen Gleis 9 und 10 zulaufen. Hab keine Angst. Am besten rennst du ein bisschen. Harry atmet tief ein. Er nimmt seinen schweren Gepäckwagen. Er schaut auf die Steinmauer. Sie sieht sehr hart und fest aus. Harry beginnt zu rennen. Die Wand kommt näher und näher. Er kann nicht mehr bremsen. Er schließt die Augen und wartet auf den Aufprall. Nichts passiert. Er spürt keinen Schmerz. Harry öffnet die Augen. Die Mauer ist weg. Er steht auf einem ganz anderen Bahnsteig. Am Gleis wartet eine große, rote Dampflokomotive. Über dem Zug hängt ein Schild, Hogwarts Express, 11 Uhr. Der Bahnsteig ist voll mit Hexen und Zauberern. Kinder rufen sich Grüße zu, Eulen rufen in ihren Käfigen und Katzen laufen zwischen den Beinen der Menschen her. Harry lächelt. Er hat es geschafft. Er bringt seinen schweren Koffer in den Zug und sucht sich ein leeres Abteil. Er setzt sich an das Fenster und schaut nach draußen. Ein neues Abenteuer beginnt. Kapitel 8 – Neue Freunde im Zug. Der Zug fährt langsam aus dem Bahnhof King's Cross ab. London verschwindet hinter den Fenstern. Harry sitzt allein im Abteil und schaut auf die grünen Wiesen draußen. Er fühlt sich frei und glücklich. Plötzlich öffnet sich die Tür vom Abteil. Der Junge mit den roten Haaren von der Steinmauer steht da. Es ist Ron. Er fragt schüchtern, »Hallo, ist hier noch frei?« Überall ist es sehr voll. Harry nickt und lächelt. »Ja klar, komm rein.« Ron setzt sich auf den Platz gegenüber von Harry. Er starrt Harrys Haare an. Nach ein paar Minuten fragt er leise,
bist du wirklich Harry Potter? Harry sagt, ja, der bin ich. Ron macht große Augen. Und, hast du wirklich du weißt schon, die Narbe? Harry lacht ein bisschen. Er schiebt seine schwarzen Haare von der Stirn. Ron sieht die Narbe, die wie ein Blitz aussieht. Wahnsinn, flüstert Ron. Das ist unglaublich. Die beiden Jungen sprechen viel. Ron erzählt von seiner Familie. Er hat 5 Brüder und eine Schwester. Seine Familie hat nicht viel Geld, aber sie sind alle Zauberer. Harry erzählt von den Dursleys und dem kleinen Schrank unter der Treppe. Ron findet die Dursleys schrecklich. Um 1 Uhr mittags kommt eine nette Frau mit einem kleinen Wagen an der Tür vorbei. Auf dem Wagen liegen viele Süßigkeiten. Harry kennt keine einzige davon. Es gibt keine normale Schokolade, sondern Schokofrösche, Kürbispasteten und Bertie-Botts-Bohnen jeder Geschmacksrichtung. Harry kauft von jeder Sorte ein bisschen. Er teilt alles mit Ron, denn Ron hat nur ein trockenes Brot von seiner Mutter dabei. Sie essen gemeinsam die Schokofrösche. In jeder Packung liegt eine Sammelkarte mit einem berühmten Zauberer. Harry findet die Karte von Albus Dumbledore. Er schaut das Bild an. Dumbledore lächelt auf dem Bild und geht dann einfach aus dem Rahmen. Harry ist schockiert. Er ist weg, ruft Harry. Ron lacht. Natürlich ist er weg. Er kann ja nicht den ganzen Tag da sitzen und warten. Er kommt schon wieder zurück. Danach probieren sie die bunten Bohnen aus. Ron warnt Harry, pass auf. Sie schmecken nach allem. Es gibt Erdbeere und Pfefferminz, aber es gibt auch Popel, Gras oder Schlamm. Ron isst eine grüne Bohne und verzieht das Gesicht. Igitt. Rosenkohl. Plötzlich öffnet sich die Tür noch einmal. Ein Mädchen kommt herein. Sie hat buschige, braune Haare und spricht sehr schnell und laut. Habt ihr eine Kröte gesehen? Ein Junge namens Neville hat seine Kröte verloren. Ron schüttelt den Kopf. Das Mädchen sieht Rons Zauberstab in der Hand. Oh, machst du Zauberei? Zeig mal. Ich habe auch schon ein paar einfache Zaubersprüche probiert und sie funktionieren alle bei mir. Ron wird rot. Er sagt einen Spruch, um seine Ratte gelb zu machen. Er winkt mit dem Stab, aber nichts passiert. Die Ratte bleibt grau und schläft weiter. Das Mädchen schaut ein bisschen arrogant. Das war wohl kein echter Zauberspruch. Übrigens, ich bin Hermine Granger. Wer seid ihr? Ich bin Ron Weasley, brummt Ron. Harry Potter, sagt Harry. Hermine macht große Augen. Wirklich? Ich habe alles über dich in meinen Büchern gelesen. Du stehst in der Geschichte der modernen Magie. Harry ist überrascht. Er weiß gar nichts darüber. Hermine sagt, wir kommen bald an. Ihr solltet eure Schuluniformen anziehen. Dann geht sie wieder. Ron schaut Harry an. Ich mag sie nicht besonders, sagt er. Sie weiß einfach alles besser. Der Zug wird langsamer. Draußen ist es jetzt dunkel. Ein Schild an der Wand zeigt, Hogwarts.
Die Jungen ziehen schnell ihre schwarzen Zauberroben an. Der Zug hält an und die Türen öffnen sich. Sie sind endlich da. Kapitel 9 – Die Ankunft und die große Halle. Der Zug hält. Die Kinder steigen aus. Es ist dunkel und kalt auf dem kleinen Bahnhof. Überall hören die Schüler Stimmen. Da ruft eine laute, bekannte Stimme: Erstklässler. Alle Erstklässler zu mir. Hallo, Harry. Es ist Hagrid. Er hält eine große Lampe in der Hand und lächelt. Harry und Ron gehen zu ihm. Auch Hermine und viele andere Kinder kommen. Kommt mit mir. Passt auf eure Schritte auf, ruft Hagrid. Sie gehen einen schmalen, dunklen Weg durch den Wald hinunter. Niemand spricht viel. Neville, der Junge ohne Kröte, schnieft leise. Plötzlich öffnet sich der Weg. Die Kinder stehen an einem großen, schwarzen See. Und auf der anderen Seite des Sees, hoch oben auf einem Berg, steht ein riesiges Schloss. Es hat viele Türme und Fenster. Die Fenster leuchten golden in der Nacht. Das Schloss sieht wunderschön aus. Nur 4 Personen pro Boot, ruft Hagrid. Er zeigt auf eine Gruppe von kleinen Booten am Ufer. Harry, Ron, Hermine und Neville steigen in ein Boot. Die Boote bewegen sich ganz von alleine. Sie fahren über das ruhige Wasser direkt auf das Schloss zu. Alle Kinder starren das große Schloss an. Es ist wie Zauberei, nein, es ist Zauberei. Die Boote fahren durch einen Tunnel unter dem Schloss. Sie kommen in einen kleinen Hafen unter der Erde. Die Kinder steigen aus den Booten. Sie gehen eine große Treppe aus Stein nach oben. Sie stehen vor einer riesigen Tür aus Eichenholz. Hagrid klopft 3-mal an die Tür. Die Tür öffnet sich sofort. Eine Hexe im grünen Mantel steht dort. Sie hat ein ernstes Gesicht. Es ist Professor McGonagall. Vielen Dank, Hagrid. Ich übernehme die Kinder jetzt, sagt sie. Sie führt die Erstklässler in eine kleine Halle. Nebenan hört man das laute Geräusch von vielen Menschen. Die anderen Schüler sind schon da. Professor McGonagall schaut die Kinder an. Willkommen in Hogwarts, sagt sie. Das Fest beginnt bald. Aber zuerst müsst ihr in eure Häuser kommen. Das ist eine wichtige Zeremonie. Die 4 Häuser heißen Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin. Euer Haus ist wie eure Familie hier. Gute Taten bringen Punkte für euer Haus. Fehler kosten Punkte. Am Ende des Jahres bekommt das beste Haus einen großen Pokal. Sie schaut besonders auf Neville, dessen Kleidung schief sitzt, und auf Ron, der ein bisschen Schmutz auf der Nase hat. Wartet hier bitte kurz. Macht eure Kleidung ordentlich. Dann verlässt sie den Raum. Harry wird sehr nervös. Seine Füße sind kalt. Wie kommen wir in die Häuser? Fragt er Ron flüsternd. Gibt es einen Test? Ich weiß doch noch gar nichts. Ron antwortet, mein Bruder Fred sagt, wir müssen gegen einen Troll kämpfen. Aber ich glaube, das ist ein Witz. Harry bekommt große Angst. Ein Kampf gegen einen Troll? Am ersten Tag?
Er schaut sich um. Alle Kinder haben Angst. Plötzlich schreien einige Kinder laut. Harry schaut nach oben. 20 Geister fliegen durch die Wand. Sie sind weiß und man kann durch sie hindurchsehen. Sie sprechen miteinander und beachten die Kinder kaum. Ein dicker Geist im Mönchskleid lächelt den Erstklässlern zu. Hallo zusammen. Hoffentlich kommt ihr in mein altes Haus Hufflepuff. Professor McGonagall kommt zurück. Die Geister fliegen schnell weg. Wir sind jetzt bereit, sagt die Professorin. Folgt mir. Die Kinder gehen durch eine weitere große Tür. Sie betreten die große Halle. Harry atmet tief ein. So etwas hat er noch nie gesehen. In der Halle stehen 4 sehr lange Tische. Dort sitzen die älteren Schüler. Am Ende der Halle steht ein weiterer Tisch für die Lehrer. Über den Tischen fliegen tausende brennende Kerzen in der Luft. Sie haben keine Halter, sie schweben einfach da. Aber das Beste ist die Decke. Es gibt eigentlich keine Decke. Man sieht direkt den dunklen Nachthimmel mit allen Sternen. Hermine flüstert laut, die Decke ist nur verzaubert. Sie sieht aus wie der Himmel draußen. Ich habe darüber in Geschichte Hogwarts gelesen. Professor McGonagall stellt einen kleinen Holzstuhl vor den Lehrertisch. Auf den Stuhl legt sie einen alten, schmutzigen Zauberhut. Der Hut hat viele Falten. Alle Menschen in der Halle sind jetzt ganz leise. Sie starren den Hut an. Plötzlich bewegt sich der Hut. Eine Falte öffnet sich wie ein Mund. Und der Hut beginnt zu singen. Kapitel 10 – Der sprechende Hut. Der alte Hut singt ein langes Lied. Er singt über die 4 Häuser von Hogwarts. Er sagt, ich bin der sprechende Hut. Ich kenne deine Gedanken. Setz mich auf deinen Kopf und ich sage dir, wo du wohnst. Alle Schüler in der großen Halle klatschen laut. Der Hut ist fertig mit seinem Lied. Er bewegt sich nicht mehr. Professor McGonagall nimmt ein langes Papier in die Hand. Wenn ich euren Namen rufe, kommt ihr nach vorne. Ihr setzt den Hut auf und setzt euch auf den Stuhl, sagt sie laut. Der erste Name ist Abbott Hannah. Ein Mädchen mit blonden Zöpfen geht schüchtern nach vorne. Sie setzt den Hut auf. Der Hut ist sehr groß und fällt ihr über die Augen. Für einen Moment ist es ganz leise. Dann ruft der Hut laut, Hufflepuff. Der Tisch auf der rechten Seite klatscht und jubelt. Hannah geht glücklich zu dem Tisch der Hufflepuffs. Dann ruft die Professorin, Granger, Hermine. Hermine läuft fast nach vorne. Sie setzt den Hut schnell auf den Kopf. Der Hut denkt kurz nach und ruft dann, Gryffindor. Ron stöhnt leise. Er ist nicht froh, dass Hermine in Gryffindor ist. Als nächstes kommt der blasse Junge aus der Winkelgasse. Sein Name ist Draco Malfoy. Der Hut berührt kaum seinen Kopf, da ruft er schon, Slytherin. Malfoy lächelt stolz und geht zu seinen Freunden. Harry weiß jetzt, dass Slytherin ein Haus für böse oder unfreundliche Zauberer ist. Er möchte auf keinen Fall nach Slytherin. Harry wird immer nervöser. Sein Herz klopft sehr schnell. Er denkt,
bitte nicht Slytherin, bitte nicht Slytherin. Endlich ruft Professor McGonagall, Pater, Harry. Plötzlich flüstern alle Menschen in der Halle. Hat sie Pater gesagt? Ist das der echte Harry Potter? Alle älteren Schüler stehen auf, um Harry besser zu sehen. Harry geht mit weichen Knien zum Stuhl. Er setzt den Hut auf. Nun sieht er nichts mehr, denn der Hut ist zu groß. Er wartet im Dunkeln. Eine kleine Stimme spricht in seinem Ohr, sehr schwierig. Sehr viel Mut sehe ich hier. Und auch ein kluges Köpfchen. Du möchtest dich beweisen, das ist interessant. Also, wo soll ich dich hinstecken? Harry hält die Hände fest zusammen. Er denkt ganz fest, nicht Slytherin. Bitte nicht Slytherin. Nicht Slytherin, fragt die kleine Stimme im Ohr. Bist du sicher? Du kannst in Slytherin sehr groß und berühmt werden. Nein? Gut, wenn du sicher bist. Dann wird es besser sein in Gryffindor. Der Hut ruft das letzte Wort laut in die Halle. Harry nimmt den Hut ab und atmet tief aus. Er lebt noch. Der Tisch der Gryffindors macht den lautesten Krach des Abends. Die älteren Brüder von Ron, Fred und George, springen auf und rufen, wir haben Pater. Wir haben Pater. Harry setzt sich an den Tisch. Er fühlt sich sehr willkommen. Als letztes kommt Ron an die Reihe. Er ist sehr blass, aber der Hut schickt ihn auch nach Gryffindor. Ron setzt sich glücklich neben Harry. Am Lehrertisch sitzt der Schulleiter, Albus Dumbledore. Er steht auf und breitet die Arme aus. Er lächelt alle Schüler an. Willkommen, sagt er. Willkommen zu einem neuen Jahr in Hogwarts. Bevor wir essen, möchte ich 4 Wörter sagen, Schwachkopf. Schwabbel. Krams. Knorren. Vielen Dank. Harry fragt den Vertrauensschüler Percy, ist er ein bisschen verrückt? Percy sagt stolz, er ist ein Genie. Er ist der größte Zauberer der Welt. Aber ja, er ist ein bisschen komisch. Plötzlich passiert etwas Wunderbares. Die leeren Goldteller vor den Kindern sind auf einmal voll mit Essen. Es gibt Fleisch, Kartoffeln, Gemüse, Würstchen und Soße. Harry hat noch nie so viel leckeres Essen auf einem Tisch gesehen. Er füllt seinen Teller voll und beginnt hungrig zu essen. Alles schmeckt fantastisch. Das Leben in Hogwarts ist wirklich magisch. Kapitel 11 – Die erste Woche im Schloss. Das Leben in Hogwarts ist für Harry jeden Tag ein großes Abenteuer. Das Schloss ist riesig und sehr alt. Es hat 142 Treppen. Einige Treppen sind breit und schön. Andere Treppen sind schmal und bewegen sich am Freitag an einen anderen Ort. Das ist sehr kompliziert für die neuen Schüler. Auch die Türen sind merkwürdig. Einige Türen öffnen sich nur, wenn man sie höflich bittet. Andere Türen sind eigentlich gar keine Türen, sondern nur feste Wände. Auch die Menschen auf den Bildern an den Wänden leben. Sie besuchen sich gegenseitig in ihren goldenen Rahmen. Harry sieht oft, wie ein Ritter aus dem Mittelalter mit einer feinen Dame aus einem anderen Bild Kaffee trinkt.
Harrys Lieblingsfach ist Astronomie. Jeden Mittwoch um Mitternacht gehen die Schüler auf den höchsten Turm des Schlosses. Sie schauen durch große Teleskope und lernen die Namen der Sterne und Planeten. Aber die anderen Fächer sind viel schwieriger. Bei Professor McGonagall lernen sie Verwandlung. Sie ist eine sehr strenge Lehrerin. In der ersten Stunde sagt sie, Verwandlung ist eine schwere Magie. Wer Unsinn macht, verlässt sofort mein Klassenzimmer. Sie verwandelt ihren großen Holzschreibtisch in ein Schwein und wieder zurück. Alle Schüler sind begeistert. Aber danach bekommen sie nur ein kleines Streichholz. Sie müssen das Streichholz in eine Nadel verwandeln. Nur Hermine schafft es am Ende der Stunde. Ihr Streichholz wird ganz silbern und spitz. Professor McGonagall schenkt Gryffindor dafür 5 Punkte. Das schlimmste Fach ist Zaubertränke bei Professor Snape. Der Unterricht findet in den Kellern unter dem Schloss statt. Es ist dort sehr kalt und dunkel. An den Wänden stehen große Gläser mit toten Tieren und merkwürdigen Pflanzen. Professor Snape mag Harry von der ersten Sekunde an nicht. In der ersten Stunde schaut Snape die Schüler mit seinen kalten, schwarzen Augen an. Er spricht sehr leise, aber alle hören ihn gut. Ich kann euch zeigen, wie man Rum in Flaschen füllt und den Tod braut, sagt er. Dann sieht er Harry an. Pater! Was bekomme ich, wenn ich Aphodilwurzel in einen Wermutaufguss gebe? Harry schaut Ron an. Ron weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht, Herr Professor, sagt Harry leise. Hermines Hand fliegt sofort in die Luft. Sie weiß die Antwort. Aber Snape ignoriert sie. Ruhm ist wohl nicht alles, Herr Potter. Versuchen wir es noch einmal. Wo suchst du, wenn ich dir sage, du brauchst einen Bezor? Hermines Hand geht noch höher, aber Snape schaut nur Harry an. Ich weiß es nicht, Herr Professor, sagt Harry wieder. Ein Bezor ist ein Stein aus dem Magen einer Ziege. Er rettet dich vor giftigen Zaubertränken, sagt Snape kalt. Und für deine Unwissenheit verliert Gryffindor einen Punkt, Pater. Harry ist traurig und wütend. Warum hasst Snape ihn so sehr? Nach dem Unterricht geht Harry mit Ron zu Hagrids kleiner Hütte am Rande des Waldes. Hagrid macht Tee für die Jungen und gibt ihnen harte Kekse. Harry erzählt Hagrid von Professor Snape. Hagrid winkt ab. Mach dir keine Sorgen, Harry. Snape mag fast keinen Schüler. Er mag nur die Kinder aus Slytherin. Aber Harry sieht, dass Hagrid ihm nicht direkt in die Augen schaut. Hat Hagrid vielleicht ein Geheimnis? Kapitel 12 – Die erste Flugstunde. Am Donnerstagmorgen gibt es eine wichtige Nachricht im Gemeinschaftsraum der Gryffindors. Ein Schild an der Wand sagt, Stern heute um 3 Uhr Nachmittag. Erste Flugstunde für die Erstklässler von Gryffindor und Slytherin Stern. Harry ist aufgeregt, aber er hat auch ein bisschen Angst. Er hat noch nie auf einem Besen gesessen. Die Jungen aus Slytherin, besonders Draco Malfoy, sprechen den ganzen Tag über das Fliegen. Malfoy erzählt allen, wie gut und schnell er mit dem Besen fliegen kann. Neville ist sehr nervös. Er hat Angst vor der Höhe.
Seine Großmutter hat ihm noch nie einen Besen erlaubt. Um 3 Uhr gehen die Kinder auf eine große, grüne Wiese hinter dem Schloss. Das Gras ist weich und frisch. Auf dem Boden liegen 20 Besen in einer langen Reihe. Die Besen sehen alt und nicht sehr stabil aus. Die Lehrerin kommt. Sie heißt Madame Hooch. Sie hat kurze, graue Haare und gelbe Augen wie ein Falke. »Na los, worauf wartet ihr?« ruft sie laut. Jeder stellt sich neben einen Besen. Schnell! Harry stellt sich neben einen Besen auf der rechten Seite. »Streckt eure rechte Hand über den Besen«, ruft Madame hoch. Und dann sagt laut und deutlich, »Hoch!« Alle Schüler rufen, »Hoch!« Harry schaut auf seinen Besen und sagt, »Hoch!« Plötzlich springt der Besen sofort in seine Hand. Harry ist überrascht und freut sich. Er schaut zu Ron. Rons Besen bewegt sich nur ein bisschen auf dem Boden. Ron wird rot und schimpft leise. Nevilles Besen bewegt sich überhaupt nicht. Hermines Besen rollt nur faul hin und her. Sie mag keine Dinge, die man nicht in Büchern lernen kann. Als alle Schüler ihren Besen in der Hand halten, zeigt Madame Hoch ihnen, wie man richtig auf dem Besen sitzt. Sie geht durch die Reihen und korrigiert die Kinder. Sie sagt zu Malfoy, »Nein, junger Mann, der Griff ist falsch. Machen Sie es so.« Malfoy wird still. Er dachte, er weiß schon alles. »Gut«, sagt Madame Hoch. »Wenn ich in meine Pfeife blase, stoßt ihr euch stark vom Boden ab. Ihr fliegt nur 2 Meter hoch, haltet den Besen gerade und kommt sofort wieder nach unten. Verstanden? 3, 2, 1. Sie bläst in die Pfeife. Stern Preeit, Stern. Aber Neville ist zu nervös. Er wartet die Pfeife nicht ab. Er hat große Angst und stößt sich viel zu stark vom Boden ab. Er fliegt nicht 2 Meter hoch. Er fliegt 3 Meter, 5 Meter, 10 Meter hoch. »Komm zurück, Junge«, ruft Madame Hoch. Aber Neville kann den Besen nicht kontrollieren. Sein Gesicht ist ganz weiß vor Angst. Der Besen fliegt wild hin und her, direkt auf die Schlossmauer zu. Neville verliert den Halt. Er rutscht vom Besen und fällt in die Tiefe. Sternklatsch, Stern Neville liegt im Gras. Er weint leise vor Schmerz. Madame Hoch läuft schnell zu ihm. Sie untersucht seine Hand. Der Arm ist gebrochen, sagt sie zu den anderen Kindern. Ich bringe Neville in den Krankenflügel. Niemand fliegt, während ich weg bin. Wer einen Besen anfasst, fliegt von der Schule noch vor dem Abendessen. Sie geht mit dem weinenden Neville weg. Die Schüler bleiben allein auf der Wiese zurück. Plötzlich lacht Draco Malfoy laut. Er geht ins Gras und hebt ein kleines, rundes Ding auf. Es ist ein Erinner mich, ein Geschenk von Nevilles Großmutter. »Habt ihr das Gesicht von diesem Trottel gesehen?« sagt Malfoy böse. Er hat dieses dumme Ding im Gras vergessen. Harry geht einen Schritt nach vorne. »Gib das her, Malfoy«, sagt er laut. Malfoy lächelt gemein. »Nein, ich glaube nicht. Ich verstecke es für ihn. Zum Beispiel ganz oben auf einem Baum.«
Malfoy springt auf seinen Besen und fliegt hoch in die Luft. Er fliegt sehr gut. Er kreist über den Köpfen der Kinder. Komm und hol es doch, Pater. Wenn du dich traust. Hermine ruft, nein, Harry. Madame Hoch hat es verboten. Du bekommst großen Ärger. Aber Harry hört nicht auf sie. Er spürt eine große Wut im Bauch. Er nimmt seinen Besen, springt darauf und stößt sich vom Boden ab. Im nächsten Moment fliegt er nach oben in den blauen Himmel. Er spürt den Wind im Gesicht. Er merkt sofort, das Fliegen ist einfach, er kann es ganz von alleine. Er fliegt direkt auf Malfoy zu. Gib es her, ruft Harry in der Luft. Oder ich stoße dich vom Besen. Malfoy bekommt ein bisschen Angst. Harry fliegt viel besser als er. Dann fang es doch, schreit Malfoy. Er wirft das kleine Erinner-mich mit viel Kraft hoch in die Luft, direkt auf die Schlossmauer zu. Dann fliegt Malfoy schnell nach unten zum Boden. Harry sieht das kleine Ding fallen. Er legt sich flach auf seinen Besen und fliegt wie ein Pfeil nach unten. Das Erinner-mich fällt schneller und schneller. Die Fenster des Schlosses kommen näher. Harry streckt die Hand aus. Er ist nur noch einen Meter vom Boden entfernt. Er fängt das Erinner-mich genau einen Zentimeter vor dem harten Gras. Harry bremst den Besen und landet weich auf den Füßen. Die Gryffindors auf dem Boden klatschen und schreien vor Freude. Sie laufen zu Harry. Plötzlich hört man eine sehr laute, strenge Stimme von der Seite, Harry Potter. Es ist Professor McGonagall. Sie läuft schnellen Schrittes auf die Wiese. Ihr Gesicht ist starr vor Schock. Das war das Unverantwortlichste, was ich je gesehen habe. Kommen Sie sofort mit mir, Potter. Malfoy und seine Freunde lachen leise im Hintergrund. Harry geht mit hängendem Kopf hinter der Professorin her. Er denkt traurig, das war's. Ich fliege von der Schule. Ich muss zurück zu den Dursleys. Kapitel 13 – Der neue Sucher. Harry folgt Professor McGonagall durch die langen, kalten Korridore des Schlosses. Er ist sehr traurig. Er denkt, ich bin erst ein paar Wochen hier und nun muss ich schon wieder gehen. Die Professorin sagt kein Wort. Sie bleibt vor einem Klassenzimmer der älteren Schüler stehen. Sie öffnet die Tür und sagt zum Lehrer, Entschuldigung, Professor Flitwick. Kann ich bitte Wood kurz sprechen? Ein großer, sportlicher Junge kommt aus dem Zimmer. Er schaut verwirrt. Oliver Wood, das ist Harry Potter, sagt Professor McGonagall. Ihr Gesicht ist nicht mehr wütend, sondern sehr aufgeregt. Wood, ich habe eben gesehen, wie dieser Junge mit dem Besen geflogen ist. Er hat ein kleines Ding aus 50 Metern Höhe gefangen. Er ist ein Naturtalent. Oliver Wood bekommt große Augen. Er schaut Harry an, als wäre Harry ein großes Geschenk. Wirklich, Professor? Fragt er mit lauter Stimme. Ja, absolut, antwortet sie. Er fliegt besser als die meisten älteren Schüler. Wood, wir brauchen einen neuen Sucher für unser Quidditch-Team. Letztes Jahr haben wir gegen Slytherin verloren. Dieses Jahr müssen wir gewinnen.
Harry versteht nichts. Was ist Quidditch? Fragt er leise. Und was ist ein Sucher? Wood lacht und klopft Harry auf die Schulter. Quidditch ist der beste Sport der Welt, Harry. Wir spielen auf fliegenden Besen. Es gibt 4 Bälle und 7 Spieler in einem Team. Deine Aufgabe als Sucher ist sehr wichtig. Du musst einen ganz kleinen, goldenen Ball mit Flügeln fangen. Der Ball heißt Stern-goldener Schnattstern. Wenn du ihn fängst, bekommt unser Haus 150 Punkte und das Spiel ist meistens zu Ende. Professor McGonagall nickt. Du fliegst nicht von der Schule, Potter. Aber du musst hart trainieren. Und ich spreche mit Professor Dumbledore. Vielleicht dürfen wir dir einen eigenen, guten Besen kaufen. Normalerweise ist das für Erstklässler verboten. Aber du bist eine Ausnahme. Harry kann sein Glück nicht fassen. Er läuft glücklich zurück in die große Halle zum Abendessen. Er erzählt Ron alles. Ron hat den Mund voller Kartoffeln und starrt Harry mit großen Augen an. Du bist der jüngste Hausspieler seit 100 Jahren, ruft Ron begeistert. Plötzlich kommen Draco Malfoy, Krabbe und Goyle an ihren Tisch. Malfoy sieht unglücklich aus, weil Harry keinen Ärger bekommen hat. Isst du dein letztes Abendessen, Potter? Fragt Malfoy gemein. Wann fährt dein Zug zurück zu den normalen Menschen? Harry schaut ihn mutig an. Nein, Malfoy. Ich bleibe hier. Ich bin jetzt im Quidditch-Team von Gryffindor. Malfoys Gesicht wird rot vor Neid. Ach ja? Du denkst wohl, du bist sehr stark? Treffen wir uns heute Nacht um Mitternacht im Pokalzimmer. Wir machen ein Zaubererduell. Nur du und ich. Nur mit Zauberstäben. Hast du Angst? Harry weiß nicht genau, was ein Zaubererduell ist, aber er sagt sofort, ich habe keine Angst. Ich bin da. Malfoy lacht böse und geht weg. Ron sagt aufgeregt, ich bin dein Sekundant, Harry. Wenn du stirbst, kämpfe ich für dich weiter. Aber keine Sorge, wir benutzen nur einfache Sprüche. Hinter ihnen räuspert sich jemand laut. Es ist Hermine Granger. Sie schaut die beiden Jungen sehr streng an. Ihr seid wirklich verrückt, sagt sie mit lauter Stimme. Ihr dürft nachts nicht aus dem Bett gehen. Das ist verboten. Wenn ihr erwischt werdet, verliert Gryffindor viele Punkte. Das ist nicht deine Sache, Hermine, sagt Ron wütend. Geh ins Bett und lass uns in Ruhe. Es ist 11 Uhr nachts. Die anderen Schüler im Turm der Gryffindors schlafen schon. Harry und Ron nehmen ihre Zauberstäbe und gehen leise zur Tür. Aber als sie die Tür öffnen, sitzt dort jemand auf dem Boden. Es ist Hermine. Ich lasse euch nicht gehen, flüstert sie wütend. Ich komme mit, um euch zu stoppen. Du bist unmöglich, schimpft Ron leise. Sie können Hermine nicht zurücklassen, also gehen alle drei gemeinsam durch die dunklen, stillen Gänge des Schlosses. Das Abenteuer in der Nacht beginnt. Kapitel 14 – Das verbotene Duell und der dreiköpfige Hund. Die drei Kinder gehen leise durch die dunklen Flure. Überall hängen Bilder, aber die Menschen auf den Bildern schlafen fest.
Harry hält seinen Zauberstab bereit. Ron geht direkt hinter ihm. Hermine schaut immer noch sehr wütend, aber sie kommt trotzdem mit. Sie kommen endlich im Pokalzimmer an. Der Raum ist voll mit schönen Pokalen aus Gold und Silber. Aber das Zimmer ist komplett leer. Draco Malfoy ist nicht da. Er hat uns angelogen, flüstert Ron wütend. Er hatte Angst und ist im Bett geblieben. Plötzlich hören sie ein Geräusch im Nebenzimmer. Jemand spricht mit lauter, rauer Stimme. Es ist Filch, der Hausmeister von Hogwarts. Er sucht nachts nach Schülern, die nicht im Bett sind. Neben ihm läuft seine Katze, Mrs. Norris. Filch sagt leise, such sie, meine Süße. Ich rieche Schüler. Harry, Ron und Hermine bekommen große Angst. Sie rennen schnell aus dem Raum. Sie laufen durch einen langen, dunklen Korridor ganz am Ende des Schlosses. Sie stoßen gegen eine schwere Holztür. Harry drückt die Klinke, aber die Tür ist verschlossen. Wir sitzen in der Falle, ruft Ron leise. Filch kommt gleich hierher. Hermine schubst Ron zur Seite. Sie nimmt ihren Zauberstab und tippt an das Schloss. Sie sagt den Zauberspruch, Alohomora. Das Schloss macht Stern, Klick, Stern. Die Tür geht auf. Die 3 Kinder springen schnell in das Zimmer und schließen die Tür hinter sich. Sie hören, wie Filch draußen vorbeigeht. Er findet sie nicht und geht weiter. Das war knapp, flüstert Harry. Er atmet tief aus. Dann dreht sich Ron um und sieht in den Raum. Sein Gesicht wird plötzlich ganz weiß. Er verliert seine Stimme und kann nur noch auf eine Ecke des Zimmers zeigen. Harry und Hermine drehen sich auch um. In dem kleinen Zimmer liegt ein riesiges Monster. Es ist ein Hund. Aber es ist kein normaler Hund. Das Tier hat 3 große Köpfe. 6 Augen starren die Kinder wild an. Aus 3 großen Mäulern kommt stinkender Atem und gelber Speichel tropft auf den Boden. Das Monster schläft nicht mehr. Es knurrt sehr laut. Der Hund steht auf einem kleinen Loch im Holzboden. Es sieht aus wie eine geheime Falltür. Aber Harry hat keine Zeit zum Nachdenken. Lauft, schreit Harry. Sie öffnen die schwere Holztür und rennen so schnell sie können. Sie stoppen nicht, sie schauen nicht nach hinten. Sie rennen die Treppen hinauf, durch die langen Gänge und direkt zurück in den Gryffindor-Turm. Sie sagen das Passwort zur fetten Dame auf dem Bild und springen in den warmen Gemeinschaftsraum. Alle 3 sind völlig außer Atem. Ron setzt sich erschrocken auf ein Sofa. Was war das? Warum hält man so ein Monster in einer Schule? Hermine schaut die beiden Jungen an. Sie ist zwar blass, aber wieder sehr streng. Habt ihr denn gar nichts gesehen? Fragt sie laut. Ihr habt nur auf die 3 Köpfe geschaut. Habt ihr nicht gesehen, worauf der Hund steht? Auf dem Boden, fragt Ron verwirrt. Ich habe nicht auf seine Füße geschaut, die Zähne waren etwas größer. Er steht auf einer Falltür, sagt Hermine. Das bedeutet, der Hund bewacht etwas. Das ist das Geheimnis, von dem Dumbledore gesprochen hat. Und jetzt gehe ich ins Bett, bevor ihr noch eine Idee habt, die mich umbringt.
Hermine geht in ihr Zimmer. Harry und Ron schauen sich an. Harry denkt an das kleine, braune Paket aus dem Verlies Nummer 713 in der Gringotts Bank. Hagrid hat das Paket mitgenommen. Liegt dieses Paket jetzt unter den Füßen des dreiköpfigen Hundes? Was ist in dem Paket so wichtig, dass ein Monster es bewachen muss? Kapitel 15 – Ein großes Geschenk und Halloween. Der Oktober bringt viel Wind und Regen nach Hogwarts. Die Blätter an den Bäumen werden gelb und rot. Harry trainiert nun 3-mal in der Woche Quidditch mit Oliver Wood. Es ist anstrengend, aber Harry macht es großen Spaß. Eines Morgens beim Frühstück in der großen Halle kommen viele Eulen durch die Fenster geflogen. Sie bringen die Post für die Schüler. Eine sehr große Eule fliegt direkt zu Harry. Sie trägt ein langes, schweres Paket in den Krallen. Das Paket landet mit einem lauten Knall neben Harrys Teetasse. Harry ist überrascht. Ein Brief klebt auf dem Paket. Er öffnet den Brief und liest leise vor. Bitte öffne das Paket nicht am Tisch. Darin ist ein neuer Rennbesen, ein Nimbus 2000. Professor McGonagall möchte nicht, dass alle Schüler neidisch werden. Viel Erfolg beim ersten Quidditch-Spiel. Harry und Ron können es nicht glauben. Ein Nimbus 2000. Das ist der schnellste und beste Besen der Welt. Sie laufen sofort aus der Halle in ein leeres Klassenzimmer, um das Paket zu öffnen. Der Besen sieht wunderschön aus. Das Holz ist braun und glänzt in der Sonne. Auf der Spitze steht mit goldenen Buchstaben, Stern Nimbus 2000 Stern. Draco Malfoy kommt zufällig vorbei. Er sieht den Besen in Harrys Hand. Sein Gesicht wird ganz rot vor Neid. Das ist ein Rennbesen, sagt er wütend. Erstklässler dürfen keine eigenen Besen haben. Ich sage das einem Lehrer. In diesem Moment kommt Professor Flitwick aus dem Lehrerzimmer. Gibt es ein Problem, Jungs? Fragt er freundlich. Malfoy zeigt auf das Paket. Professor. Potter hat einen Besen bekommen. Professor Flitwick lächelt Harry an. Oh ja. Professor McGonagall hat mir davon erzählt. Ein wunderbares Modell, nicht wahr, Potter? Und alles ganz legal für unseren neuen Sucher. Malfoy schaut schockiert und geht ohne ein Wort weg. Harry und Ron lachen laut. Am 31. Oktober feiert die Schule Halloween. Die große Halle sieht fantastisch aus. Tausende von Fledermäusen fliegen an der Decke. Riesige Kürbisse stehen in den Ecken und in ihrem Inneren brennen Kerzen. Das Essen ist noch besser als sonst. Aber Hermine Granger fehlt beim Fest. Am Nachmittag war Ron im Unterricht unhöflich zu ihr. Er hat zu Harry gesagt, sie hat keine Freunde, weil sie immer alles besser weiß. Hermine hat das gehört und hat laut geweint. Nun sitzt sie allein auf der Mädchentoilette und möchte niemanden sehen. Mitten beim großen Abendessen fliegt die schwere Tür der Halle auf. Professor Quirrell rennt in den Raum. Sein violetter Turban sitzt schief auf dem Kopf und sein Gesicht zeigt pure Angst. Er schreit laut, ein Troll. In den Kellern. Ein riesiger Troll ist im Schloss.
Dann fällt er ohnmächtig auf den harten Boden. In der großen Halle wird es sofort sehr laut. Alle Kinder schreien und haben große Angst. Albus Dumbledore steht auf. Er hebt seinen Zauberstab und ein lauter Knall beendet den Lärm. Ruhe, ruft der Schulleiter. Die Vertrauensschüler bringen die Kinder sofort in die Schlafsäle. Die Lehrer kommen mit mir in den Keller. Harry und Ron laufen mit den anderen Gryffindors los. Plötzlich packt Harry Rons Arm. »Warte mal, Ron«, flüstert er aufgeregt. »Hermine. Sie weiß nichts von dem Troll. Sie ist immer noch auf der Toilette.« Ron macht große Augen. »Oh nein! Wir müssen sie holen. Schnell!« Die beiden Jungen verlassen die Gruppe und rennen heimlich durch die dunklen Gänge zu den Mädchentoiletten. Sie müssen Hermine retten, bevor der Troll sie findet. Kapitel 16 – Der Troll auf der Toilette. Harry und Ron rennen so schnell sie können durch die langen Gänge. Plötzlich riechen sie etwas Schreckliches. Es riecht nach alten Socken und schmutzigen Ecken. Dann hören sie ein lautes, schweres Stampfen. Bumm. Bumm. Am Ende des Flurs steht ein riesiges Monster. Der Troll ist fast 4 Meter groß. Seine Haut ist grau wie ein Stein. Er hat einen kleinen, kahlen Kopf und einen dicken Bauch. In seiner Hand hält er eine riesige Keule aus Holz. Der Troll geht langsam in ein Zimmer hinein. Harry sieht das Schild an der Tür. »Oh nein«, flüstert er. »Das ist die Mädchentoilette.« Er geht zu Hermine. Die Jungen laufen zur Tür. Im Zimmer hört man plötzlich einen lauten, schrecklichen Schrei. Es ist Hermine. Sie steht ganz hinten an der Wand. Der Troll schlägt mit seiner Keule gegen die Waschbecken. Das Glas fliegt überall hin. Hermine hat große Angst. Sie kann sich nicht bewegen. »Wir müssen etwas tun«, ruft Harry. Er nimmt ein Stück Holz vom Boden und wirft es gegen die Wand. »Hey, du Trottel«, schreit er den Troll an. Der Troll dreht seinen hässlichen Kopf um. Er sieht Harry mit seinen kleinen, dummen Augen. Er vergisst Hermine und geht langsam auf Harry zu. Die große Keule geht nach oben. Ron läuft auf die andere Seite. Er nimmt ein anderes Holzstück und wirft es direkt gegen die Nase des Trolls. Der Troll stoppt. Er wird wütend und dreht sich zu Ron um. Harry fasst einen mutigen Entschluss. Er nimmt Anlauf, springt von hinten auf den Rücken des Trolls und klammert sich an seinem Hals fest. Der Troll tanzt wild im Kreis. Harry verliert das Gleichgewicht. Sein Zauberstab rutscht aus seiner Hand und steckt plötzlich direkt in der Nase des Trolls. Der Troll schreit vor Schmerz. Er schüttelt sich. Harry hält sich fest, aber er droht zu fallen. »Ron! Mach etwas«, ruft Harry mit lauter Stimme. Ron nimmt seinen eigenen Zauberstab. Er erinnert sich an den Unterricht von Professor Flitwick. Er zeigt auf die schwere Holzkirche des Trolls und sagt laut und deutlich den Zauberspruch, Wingardium Leviosa. Im selben Moment fliegt die schwere Keule aus der Hand des Trolls nach oben in die Luft. Sie schwebt einen Moment direkt über dem Kopf des Monsters.
Dann fällt sie mit voller Kraft nach unten. Stern. Die Keule trifft den Troll genau auf den Kopf. Das Monster schwankt. Seine Augen drehen sich im Kreis. Dann fällt der riesige Troll mit einem lauten Knall auf den Boden. Er bewegt sich nicht mehr. Er schläft oder ist ohnmächtig. Harry klettert vorsichtig vom Rücken des Trolls. Er zieht seinen Zauberstab aus der Nase des Monsters. Der Stab ist voller grünem Schleim. Igitt, sagt Harry und putzt den Stab an seiner Hose ab. Hermine kommt langsam aus ihrer Ecke. Sie zittert am ganzen Körper. Ist er tot? Fragt sie leise. Ich glaube nicht, antwortet Ron. Er ist nur K.O. Er schaut Hermine an. Es tut mir leid wegen heute Nachmittag. Hermine lächelt schwach. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Plötzlich hören sie Schritte. Die Tür fliegt auf. Professor McGonagall, Professor Snape und Professor Quirrell kommen in den Raum. Quirrell sieht den Troll und setzt sich sofort weinend auf eine Toilette. Professor McGonagall ist schockiert und sehr wütend. Ihre Lippen sind ganz weiß. Was bedeutet das, Herrschaften, ruft sie mit lauter, strenger Stimme. Warum seid ihr nicht in euren Zimmern? Ihr habt großes Glück, dass ihr noch lebt. Erklärt mir das sofort, Pater. Harry will gerade sprechen, aber Hermine geht einen Schritt nach vorne. Es war meine Schuld, Professor, sagt sie mit fester Stimme. Harry und Ron starren sie an. Hermine Granger lügt eine Lehrerin an? Das ist unmöglich. Hermine spricht weiter. Ich habe in Büchern über Trolle gelesen. Ich dachte, ich kann das Monster alleine stoppen. Ich habe einen Fehler gemacht. Harry und Ron haben mich gesucht und mir das Leben gerettet. Professor McGonagall schaut Hermine traurig an. Miss Granger, Sie enttäuschen mich. Für diese Dummheit verliert Gryffindor 5 Punkte. Dann dreht sie sich zu Harry und Ron um. Ihr Gesicht wird etwas weicher. Aber für euch beide, nicht viele Erstklässler können einen ausgewachsenen Troll besiegen. Gryffindor bekommt 50 Punkte für diesen Mut. Geht jetzt bitte alle in euren Gemeinschaftsraum. Das Fest wird dort fortgesetzt. Die 3 Kinder verlassen die Toilette. Als sie im Flur stehen, atmen sie tief aus. Ron schaut Hermine an und lächelt. Weißt du was? Du bist eigentlich ganz in Ordnung. Ab diesem Tag sind Harry, Ron und Hermine beste Freunde. Denn wenn man gemeinsam einen riesigen Troll besiegt, bleibt man für immer zusammen. Kapitel 17 – Das erste Quidditch-Spiel. Der November wird noch kälter. Am Samstag ist ein großer Tag für Harry. Es ist das erste Quidditch-Spiel des Jahres, Gryffindor gegen Slytherin. Wenn Gryffindor gewinnt, sind alle glücklich. Wenn Slytherin gewinnt, wird Draco Malfoy sehr arrogant sein. In der Früh kann Harry fast nichts essen. Er ist zu nervös. Hermine sagt freundlich, du musst etwas essen, Harry. Du brauchst Kraft für das Spiel. Auch Ron hilft ihm, du bist ein super Sucher, Harry. Keine Sorge. Um 11 Uhr gehen alle Schüler zum großen Quidditch-Feld.
Die Tribünen sind voll mit Menschen. Alle tragen rote Schals für Gryffindor oder grüne Schals für Slytherin. Auch Albus Dumbledore und die Lehrer sitzen auf den Plätzen. Die beiden Teams kommen auf das Feld. Harry fliegt auf seinem wunderschönen Besen, dem Nimbus 2000. Madame Hoch bläst in ihre Pfeife. Das Spiel beginnt. Die Spieler fliegen sehr schnell durch die Luft. Harry fliegt hoch über dem Spiel. Seine einzige Aufgabe ist es, den kleinen, goldenen Ball zu suchen, den goldenen Schnatz. Plötzlich passiert etwas Merkwürdiges. Harrys Besen beginnt zu wackeln. Er fliegt nicht mehr geradeaus. Der Besen geht nach links, nach rechts und schaukelt wild hin und her. Harry versucht, den Besen zu kontrollieren, aber es ist unmöglich. Was ist mit Harrys Besen los? Ruft Ron erschrocken. Auf der Tribüne schaut Hermine durch ein kleines Fernglas zu den Lehrern. Sie sieht Professor Snape. Snape sitzt ganz starr da. Er schaut nur auf Harry und seine Lippen bewegen sich schnell. Er spricht einen bösen Zauberspruch. Er verhext Harrys Besen. Snape macht das, flüstert Hermine zu Ron. Er will, dass Harry vom Besen fällt. Harry hängt jetzt nur noch mit einer Hand am Besen. Er droht, aus großer Höhe auf den harten Boden zu fallen. Alle Menschen schreien vor Angst. Hermine läuft schnell los. Sie rennt heimlich unter die Tribüne der Lehrer. Sie geht direkt hinter Professor Snape. Sie nimmt ihren Zauberstab, zeigt auf den schwarzen Mantel von Snape und sagt leise einen Spruch. Ein kleines, blaues Feuer springt auf Snapes Mantel. Der Mantel beginnt zu brennen. Feuer! Ich brenne, ruft ein Lehrer neben Snape. Snape bemerkt das Feuer und springt auf. Er muss den Blick von Harry abwenden, um das Feuer zu löschen. In diesem Moment stoßen auch andere Lehrer um, und Professor Quirrell fällt fast vom Stuhl. Sofort hört Harrys Besen auf zu wackeln. Harry kann wieder normal darauf sitzen. Er fliegt schnell nach unten, direkt auf den Rasen zu. Er öffnet den Mund, fällt auf alle Viere im Gras und hustet laut. Ein kleines, goldenes Ding fliegt aus seinem Mund direkt in seine Hand. Es ist der goldene Schnatz. Harry hat den Schnatz mit dem Mund gefangen. Madame Hoch bläst in die Pfeife. Gryffindor gewinnt. 150 Punkte für Harry Potter. Der Tisch der Gryffindors tanzt vor Freude. Harry, Ron und Hermine gehen nach dem Spiel glücklich zu Hagrids Hütte. Sie erzählen Hagrid von Snape. Snape hat Harrys Besen verhext, sagt Ron. Hagrid schüttelt den Kopf. Unsinn! Warum sollte Snape so etwas tun? Er ist ein Lehrer in Hogwarts. Hermine sagt, er sucht das Geheimnis unter dem dreiköpfigen Hund. Hagrid lässt vor Schreck seine Teetasse fallen. Woher wisst ihr von Fluffy? Ruft er laut. Fluffy? Fragt Ron erstaunt. Das Monster hat einen Namen? Ja, er gehört mir, sagt Hagrid nervös. Und was er bewacht, ist ein Geheimnis zwischen Professor Dumbledore und einem Mann namens Nicholas Flamel. Fragt mich nicht mehr dazu. Nicholas Flamel? Harry merkt sich diesen Namen genau.
Das ist ein neues Rätsel. Kapitel 18: Weihnachten und der Spiegel. Es ist Dezember. Große, weiße Schneeflocken fallen auf das Schloss Hogwarts. Der See ist komplett gefroren. Die Weihnachtsferien beginnen. Die meisten Schüler fahren mit dem Zug nach Hause zu ihren Familien. Aber Harry bleibt in Hogwarts. Er möchte auf keinen Fall zurück zu den Dursleys. Auch Ron bleibt im Schloss, weil seine Eltern seine Brüder in Rumänien besuchen. Die Zwillinge Fred und George, Ron und Harry haben den Gryffindor-Turm fast für sich allein. Sie sitzen jeden Tag vor dem großen, warmen Kamin, essen Kekse und spielen Zaubererschach. Hermine fährt nach Hause zu ihren Eltern, aber vor der Abreise sagt sie noch streng: Sucht in den Ferien in der Bibliothek nach dem Namen Nicholas Flamel. Am Weihnachtsmorgen wacht Harry früh auf. Er schaut an das Ende seines Bettes. Er reibt sich die Augen. Dort liegt ein kleiner Haufen mit Geschenken. »Frohe Weihnachten, Harry«, ruft Ron aus seinem Bett. Harry ist sprachlos. »Ich habe Geschenke?«, fragt er leise. Er öffnet das erste Paket. Darin ist ein dicker, grüner Pullover. Rons Mutter hat ihn für Harry gestrickt. Dazu gibt es eine große Schachtel mit selbstgemachten Süßigkeiten. Harry fühlt sich sehr glücklich. Ganz unten liegt ein letztes, sehr leichtes Paket. Es hat keine Karte, keinen Namen und keinen Absender. Harry öffnet das Papier. Ein langer, silberner Stoff rutscht heraus. Der Stoff fühlt sich an wie Wasser. »Wahnsinn«, flüstert Ron und lässt sein Brot fallen. Das ist ein Tarnumhang. Harry wirft den Umhang um seine Schultern. Er schaut an sich herab. Seine Beine sind komplett weg. Er sieht nur noch die Luft. Er ist unsichtbar. In der Schachtel liegt auch ein kleiner Zettel. Darauf steht mit einer eleganten Schrift: Dein Vater hat diesen Umhang vor seinem Tod mir gegeben. Es ist Zeit, dass er wieder dir gehört. Benutze ihn gut. In der Nacht kann Harry nicht schlafen. Er ist zu neugierig. Er zieht den Tarnumhang an und verlässt leise den Turm. Er geht ganz alleine in die große Bibliothek des Schlosses. Er sucht in der verbotenen Abteilung nach Büchern über Nicholas Flamel. Er öffnet ein großes, schwarzes Buch. Plötzlich stoßt das Buch einen schrecklichen, lauten Schrei aus. Das Buch schreit wie ein Mensch. Harry schließt das Buch schnell. Er hört Schritte im Flur. Filch, der Hausmeister, kommt. Harry läuft unsichtbar aus der Bibliothek. Er rennt blind durch die dunklen Gänge und flüchtet in ein leeres Klassenzimmer. In dem Zimmer stehen keine Tische. An der Wand steht nur ein riesiger, wunderschöner Spiegel. Er hat einen goldenen Rahmen und steht auf 2 Füßen. Oben auf dem Rahmen steht ein merkwürdiger Satz: Bern eriset stra eruoit ube kafruoit on vosi. Harry geht vor den Spiegel. Er schaut hinein. Zuerst sieht er nur sich selbst. Aber im nächsten Moment öffnet er den Mund vor Schock. Hinter ihm im Spiegel steht eine Frau. Sie hat wunderschöne, grüne Augen und rote Haare. Sie lächelt Harry an und weint leise.
Neben ihr steht ein großer Mann mit schwarzen, wilden Haaren und einer Brille. Harry spürt ein starkes Ziehen im Herzen. »Mama?« »Papa«, flüstert er. Die beiden Personen im Spiegel nicken. Und hinter ihnen sieht Harry noch viele andere Menschen, Großeltern, Onkel, Tanten. Es ist seine ganze Familie. Harry setzt sich auf den kalten Boden vor den Spiegel. Er starrt seine Eltern an. Er vergisst die Zeit, er vergisst die Bibliothek und Nicholas Flamel. Er ist das erste Mal im Leben bei seiner Familie. Kapitel 19 – Das Geheimnis von Nicholas Flamel. Harry geht nun jede Nacht in das leere Klassenzimmer. Er sitzt stundenlang vor dem Spiegel und schaut seine Eltern an. Er schläft kaum noch und ist tagsüber sehr müde. In der dritten Nacht sitzt Harry wieder auf dem kalten Boden. Plötzlich hört er eine Stimme hinter sich, wieder hier, Harry? Harry erschrickt und dreht sich schnell um. Auf einem Stuhl an der Wand sitzt Albus Dumbledore. Der Schulleiter lächelt freundlich. Ich habe Sie nicht gesehen, Herr Professor, flüstert Harry mit Angst. Dumbledore steht auf. Man braucht keinen Tarnumhang, um unsichtbar zu sein, Harry, sagt er leise. Du hast den Spiegel Nerdhigeb gefunden. Weißt du, was er tut? Harry schüttelt den Kopf. Dumbledore erklärt, wenn man den Namen rückwärts liest, heißt es Sternbegehren Stern. Dieser Spiegel zeigt uns nicht unser Gesicht. Er zeigt uns den tiefsten und größten Wunsch unseres Herzens. Du hast deine Familie nie gekannt, deshalb siehst du sie hier. Aber dieser Spiegel gibt uns kein Wissen und keine Wahrheit. Menschen sind vor ihm verrückt geworden. Deshalb bringen wir den Spiegel morgen an einen anderen Ort. Such ihn bitte nicht mehr, Harry. Es ist nicht gut, nur in Träumen zu leben. Harry nickt traurig. Er verspricht es dem Schulleiter. Im Januar ist die Weihnachtszeit vorbei. Hermine kommt zurück nach Hogwarts. Als sie hört, dass Harry und Ron noch immer nichts über Nicholas Flamel wissen, ist sie sehr wütend. Doch ein paar Tage später hat Hermine beim Lernen Erfolg. Sie läuft aufgeregt zu Harry und Ron in den Gemeinschaftsraum. Sie trägt ein riesiges, schweres Buch in den Armen. Ich habe es gefunden, flüstert sie laut. Ich habe Nicholas Flamel gefunden. Hört gut zu. Sie liest aus dem alten Buch vor. Nicholas Flamel ist der einzige bekannte Erfinder des Sternsteins, der Weisen Stern. Der Stein der Weisen ist ein magisches Objekt mit großer Kraft. Er kann jedes Metall in pures Gold verwandeln. Und er produziert das Sternelixier des Lebensstern. Wer dieses Elixier trinkt, wird niemals sterben und lebt ewig. Harry und Ron starren Hermine mit offenen Mündern an. Jetzt verstehe ich alles, sagt Harry aufgeregt. Das kleine Paket aus dem Verlies 713. Das ist der Stein der Weisen. Jemand wollte den Stein aus der Gringotts-Bank stehlen. Deshalb hat Hagrid ihn nach Hogwarts gebracht. Und jetzt bewacht der dreiköpfige Hund den Stein unter der Falltür. Und Professor Snape will den Stein stehlen, um reich und unsterblich zu werden, fügt Ron hinzu. Die drei Freunde haben große Angst.
Der Stein der Weisen ist in Gefahr. Sie müssen einen Weg finden, um das magische Objekt vor Snape zu schützen. Doch das Schuljahr geht weiter, und bald steht das nächste große Problem vor der Tür. Hagrid hat nämlich ein neues, sehr gefährliches Haustier in seiner kleinen Holzhütte. Kapitel 20 – Die Wahrheit unter der Falltür. Es ist Sommer in Hogwarts. Die Prüfungen sind vorbei und die Sonne scheint heiß. Aber Harry hat keine Ruhe. Er spürt, dass heute etwas Schreckliches passiert. Er läuft mit Ron und Hermine zu Hagrids Hütte. Harry fragt, Hagrid, wer hat dir eigentlich das Drachenei gegeben? Das ist doch verboten. Hagrid wird rot und sagt, ein Mann in der Kneipe. Er war nett. Er hat mir das Ei geschenkt. Er wollte nur wissen, wie man Tiere beruhigt. Ich habe ihm gesagt, bei Fluffy ist es einfach. Man muss ihm nur Musik vorspielen, dann schläft er sofort ein. Harry erschreckt. Snape kennt jetzt das Geheimnis, ruft er. Die drei Freunde rennen sofort zurück ins Schloss. Sie gehen direkt in den verbotenen Korridor im 3. Stock. Sie öffnen die schwere Holztür. Der riesige, dreiköpfige Hund Fluffy steht dort. Aber er schläft. Neben ihm liegt eine magische Harfe. Sie spielt von ganz alleine Musik. Snape war schon hier. Schnell, unter die Falltür, flüstert Harry. Einer nach dem anderen springen sie durch das dunkle Loch. Sie fallen weich auf eine riesige, schwarze Pflanze mit langen Tentakeln. Das ist die Sternteufelsschlinge Stern. Die Pflanze beginnt sofort, ihre Beine und Arme festzuknoten. Nicht bewegen, ruft Hermine. Die Pflanze mag keine Ruhe und kein Licht. Sie nimmt ihren Zauberstab und macht ein helles, warmes Licht. Die Pflanze lässt die Kinder sofort los. Sie sind frei. Als nächstes kommen sie in einen großen Raum. In der Luft fliegen Tausende von kleinen, bunten Vögeln. Doch es sind keine Vögel, sondern Schlüssel mit Flügeln. Am Ende des Raums ist eine verschlossene Tür. Harry nimmt seinen Besen, fliegt in die Luft und sucht den richtigen, alten Schlüssel. Er fängt ihn und öffnet die Tür. Im 3. Raum wartet ein riesiges Zaubererschach. Die Figuren sind aus Stein und sehen gefährlich aus. Wir müssen mitspielen, sagt Ron. Er ist ein Experte im Schach. Er kontrolliert das Spiel. Am Ende muss sich Ron selbst opfern, damit Harry gewinnen kann. Eine große Steinfigur schlägt Rons Pferd. Ron fällt ohnmächtig auf den Boden. Geh weiter, Harry, ruft Hermine. Ich bleibe bei Ron. Harry geht alleine durch die letzte Tür. In dem Raum steht keine schreckliche Kreatur und kein Professor Snape. Dort steht Professor Quirrell. Er schaut in den Spiegel Stern Nördhigeb Stern. Sie, ruft Harry schockiert. Nicht Snape? Quirrell lacht laut. Snape wollte mich kontrollieren, aber ich arbeite für jemand anderen. Quirrell nimmt seinen Turban vom Kopf und dreht sich um. Harry schreit vor Angst. Auf dem Hinterkopf von Quirrell ist ein zweites Gesicht. Es ist ganz weiß, hat rote Augen und Schlitze wie eine Schlange. Es ist das Gesicht des bösen Zauberers Voldemort.
Harry Potter zischt das Gesicht. Hol den Stein der Weisen aus dem Spiegel. Sag mir, was du siehst. Harry muss vor den Spiegel gehen. Er sieht sein Bild. Im Spiegel steckt sein Abbild ein rotes Ding in seine Hosentasche. Im selben Moment spürt Harry, dass seine echte Tasche plötzlich schwer wird. Der Stein der Weisen ist in seiner Tasche. Er lügt, ich sehe mich, wie ich den Hauspokal gewinne. Er lügt, schreit Voldemort. Töte ihn! Quirrell springt auf Harry und packt seinen Hals. Harry spürt einen schrecklichen Schmerz auf seiner Blitznarbe. Er greift nach Quirrells Händen. Plötzlich schreit Quirrell vor Schmerz. Seine Haut verbrennt an Harrys Händen und wird zu Asche. Harry hat einen magischen Schutz von seiner Mutter, die Kraft der Liebe. Quirrell fällt zu Boden und Voldemorts Geist fliegt als schwarze Wolke davon. Harry wird ohnmächtig. Einige Tage später wacht Harry im Krankenflügel auf. Die Vögel singen draußen. Professor Dumbledore sitzt neben seinem Bett und lächelt. Du hast den Stein gerettet, Harry, sagt der Schulleiter freundlich. Nicolas Flamel und ich haben beschlossen, wir vernichten den Stein. Es ist besser so. Am Abend gibt es das große Abschlussfest in der großen Halle. Alles ist grün dekoriert für Slytherin. Aber Dumbledore steht auf und sagt, wir müssen noch ein paar Punkte vergeben. 50 Punkte für Hermine Granger für ihre Klugheit. 50 Punkte für Ron Weasley für das beste Schachspiel. 60 Punkte für Harry Potter für seinen Mut. Und 10 Punkte für Neville Longbottom, weil er mutig gegen seine Freunde war. Gryffindor gewinnt den Hauspokal. Alle Flaggen in der Halle wechseln die Farbe von Grün zu Rot und Gold. Die Schüler klatschen und jubeln laut. Am nächsten Tag fährt der Hogwarts Express zurück nach London. Harry steht am Bahnhof King's Cross. Er sieht Onkel Vernon auf ihn warten. Harry lächelt Ron und Hermine an. Er hat keine Angst mehr vor den Dursleys. Denn er weiß jetzt, er ist ein Zauberer, er hat echte Freunde und Hogwarts ist sein wahres Zuhause.